Hallo, heute habe ich ein neues Video für euch, in dem ich euch zeige, wie die Love Label aus meiner allerersten Weblabel-Kollektion entweder in einem Quilt Binding, einem Binding an Taschen oder auch bei Schrägband eingesetzt werden können. Los geht's! Meine allererste Weblabel-Kollektion ist kürzlich als Limited Edition in meinen Shop eingezogen. Und eins der Sets in dieser Kollektion beinhaltet diese Love Label. Und bei diesen Labeln habe ich mir etwas Besonderes gedacht. Natürlich könnt ihr die Label ganz normal in Täschchen, Taschenquilts, wie ihr das möchtet, einnähen und verarbeiten. Aber die Ursprungsidee hierfür war, dass ich gerne ein Label entwickeln wollte, das in einem Quilt-Binding verarbeitet werden kann. Und wie das geht, das zeige ich euch heute in diesem Video. Fertig sieht das Ganze dann so aus. Das hier ist ein Quilt, der schon eine Weile auf dem Bett meiner Tochter lebt, deswegen auch extra verknautscht ist. Und hier habe ich das allererste Love Label eingenäht. Und zwar können die Love Label nicht nur ganz regulär quasi unter dem Binding hier angebracht werden. Das sieht auch wunderbar hübsch aus, also das könnt ihr auch auf jeden Fall machen. Das Ganze hier unterm Binding befestigen auf der Rückseite. Aber ihr könnt es auch rund um das Binding drumherum befestigen, sodass das Label von beiden Seiten sichtbar ist. Dabei sieht das Label dann auf der Vorderseite so aus und auf der Rückseite ist der Love-Schriftzug zu sehen. Das mag ich ganz besonders, denn das ist dann nochmal eine kleine extra Überraschung, wenn man sich das Label genau anguckt. Neben der Tatsache, dass das natürlich ein kleiner Hingucker ist, wenn man diesen Quilt in der Hand hält, hat dieses Label auch den Vorteil, dass es unschöne Stellen am Binding ganz einfach verdecken kann. Und was meine ich mit unschönen Stellen? Zum Beispiel kann es bei Streifenbinding sein, dass Streifen nicht so ganz gleichmäßig zusammenkommen. Ich habe das hier mit einer geraden Naht gelöst. Manchmal macht man das mit diagonalen Nähten. Dann sehen die auch noch versetzt aus. Das sieht vielleicht nicht ganz so hübsch aus. Und um das Ganze zu verstecken, könnte man auch einfach an dieser Stelle so ein Label anbringen. Die Label sind nicht nur für Quilt-Binding geeignet, sie funktionieren auch an Schrägband, wenn man Kanten an Taschen mit Schrägband versäubert. Da können sie genauso eingesetzt werden. Wichtig dabei ist, dass das Schrägband nicht zu schmal ist. Es sollte mindestens 2 Inch Breite haben. Also was heißt das? Wenn ihr euer Schrägband kauft und es so auseinanderklappt, dann sollte diese Breite mindestens 2 Inch haben. So, jetzt haben wir aber genug über die Theorie gesprochen. Lasst uns zur Praxis übergehen. Ich habe hier diesen Quilt mittlerweile fertig gequiltet und auch schon ein Binding vorbereitet. Und hier möchte ich nun eins der Love Label an einer Kante unterbringen. Als allererstes müssen wir uns überlegen, welche Farbe will ich denn jetzt hier verwenden. Ich glaube, theoretisch zum Quilt passen diese 3 Label, das Lila nicht so sehr. Und ich habe aber ja auch noch mein Binding, an das ich das Ganze anpassen sollte. Und jetzt kann ich mir überlegen, oft sind Bindings relativ dunkel, denn optisch finden wir oft einen dunkleren Rahmen rund um unseren Quilt schön. Und jetzt kann ich mir überlegen, ob ich gerne auch ein dunkles Label dazu verwenden will. Dann fällt das Ganze nicht ganz so auf und ist nicht so ein ganz großer Blickfang. Oder ich möchte, dass mein Label doch direkt so ein bisschen ins Auge springt und dann wähle ich eher eine helle Farbe für einen hohen Kontrast. Ich glaube, das werde ich auch bei diesem Beispiel jetzt tun. Ich entscheide mich hier für das graue Label.
Der nächste Schritt ist nun, ich muss mir überlegen, an welche Stelle im Quilt soll denn nun überhaupt mein Label angebracht werden. Und hierzu muss ich mir einmal überlegen, ob mein Motiv, mein Quiltmotiv eine Richtung hat. Hat mein Quilt eine ganz klare Orientierung, wie zum Beispiel bei diesem Quilt. Ja? Also hier sind meine Vögel angeordnet, das heißt, ich habe ganz klar unten, oben, links und rechts am Quilt angeordnet. Möchtet ihr, dass euer Schriftzug quasi gerade zu lesen ist, wenn man gerade in der richtigen Orientierung auf die Rückseite schaut, dann muss das Label von der Vorderseite aus gesehen an der linken Kante angebracht werden. Weil dann ist euer Schriftzug auf der Rückseite quasi so angebracht und man kann das Ganze lesen. Ist er auf der rechten Seite angebracht, dann ist der Schriftzug, steht er auf dem Kopf, unten und oben jeweils liegt das Ganze auf der Seite. Ist euch das überhaupt nicht wichtig, wie die Orientierung des Wortes ist? Oder sollte euer Quilt überhaupt gar kein oben, unten, links und rechts haben? Dann ist es sowieso ganz egal, wo ihr das Ganze anordnen möchtet. Bei diesem Quilt ist es jetzt so, dass der wirklich gar kein Oben und Unten hat. Allerdings unterscheide ich zwischen Seite oder oben, denn ich habe meine Quiltlinien so orientiert, dass sie von oben nach unten gehen. Das heißt, das hier ist nicht oben, das hier kann oben sein oder hier unten kann oben sein, okay? Das heißt für mich, dass ich mein Label auf einer der Seiten anbringen kann, wenn ich denn möchte, dass mein Schriftzug nicht auf dem Kopf steht. Und ich mache das jetzt einfach hier auf dieser Seite. Wo ist egal, ich mag es gerne weit oben, aber das bleibt euch natürlich auch optisch überlassen und liegt natürlich auch dann daran, ob ihr mit eurem Label irgendetwas verstecken wollt, visuell verstecken wollt. Das Anbringen ist tatsächlich sehr, sehr simpel. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen die Schritte erklären, wie man ein Quilt-Binding anbringt. Das setze ich jetzt quasi als Wissen voraus. Wünscht ihr euch ein Video dazu, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Vielleicht mache ich dann mal ein YouTube-Tutorial dazu, wie man Quilt-Bindings anbringt. Wie man jetzt das Label einnäht, das geht so. Ihr nehmt euch euer Label. Ach so, und das Ganze, vorab will ich noch sagen, das Ganze funktioniert sowohl für klassisches 2,5 Inch breites Binding als auch für das etwas schmalere 2,25 Inch breite Binding. Ich nutze immer das schmalere 2,25 Inch Binding. Das zeige ich euch jetzt und ich mache euch gleich nochmal auf die Unterschiede, die dann sich visuell ergeben für das breitere Binding, weise ich euch hin. Aber das wollte ich jetzt einmal vorwegnehmen. Die Schritte sind tatsächlich komplett gleich, vor allen Dingen jetzt hier am Anfang. Also ihr schnappt euch euer Label. Es ist nicht vorgesehen, dass der Love-Schriftzug auf der Vorderseite zu sehen ist. Denn mein Quilt Binding hat ja nur eine gewisse Breite. Das ist in etwa 1/4 Inch breit auf der Vorderseite zu sehen. Setze ich mein Label jetzt so ein, dass das Love vorne ist, dann wird mein Schriftzug leider abgeschnitten. Deswegen bringe ich nicht diese Seite jetzt rechts auf den Quilt, sondern ich achte darauf, dass es die andere Seite ist. Ich öffne mir also mein Label, lege es an die entsprechende Stelle, da wo ich es haben möchte. Ich glaube, ich finde hier so genau zwischen den Sternen ganz hübsch, hier an. Und zwar so, dass mein Label 1/4 Inch übersteht. Sollte nicht zu viel sein, 1/4 Inch. Ihr könnt euch das gerne ausmessen. Ich muss sagen, ich mache das auch gerne einfach mal mit Augenmaß. Das befestige ich mir jetzt so einmal temporär. Und jetzt gehe ich damit einmal zur Nähmaschine und mit einem Heftstich befestige ich das jetzt
hier sehr knapp an meiner Quiltkante, damit mir das beim Anbringen des Bindings gleich nicht verrutscht. Wie gesagt, sehr knappkantig. Ich mache das jetzt einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Nadel habe ich jetzt schon rausgenommen und jetzt habe ich das soweit schon vorbereitet. Und jetzt geht es daran, das Binding im nächsten Schritt zu befestigen. Ich nehme jetzt also mein Binding und lege das jetzt an, und zwar über dem Label, so dass es immer noch aufgeklappt ist. Ich starte jetzt links vom Label. Ich starte gerne relativ nah da dran, denn wenn ich nochmal korrigieren müssen sollte, dann muss ich nicht ganz so viel auftran. Ich stecke jetzt hier mein Binding fest, entweder mit Nadeln oder auch, das geht auch ganz wunderbar, mit Klammern, die ich nun gerade nicht zur Hand habe. Wichtig, dass ihr darauf achtet, dass sich das Label nicht aus Versehen nach oben klappt und ihr euch das da festnäht. Und ich lasse wie immer zum Schließen des Bindings ein Stück überstehen und fange jetzt an hier zu nähen. Ich verriegle und nähe einfach mit meiner klassischen Viertel-Inch Nahtzugabe jetzt hier einmal entlang. Ich mache aber nicht direkt weiter, sondern höre jetzt hier einmal auf, ja, damit ich überprüfen kann, ob das Label gut positioniert ist. So, ich habe mir jetzt auch mal meine Klammer geschnappt. Damit lässt sich das jetzt besser feststecken. Ich mache die Nadeln einmal raus. Okay, dann lasst uns mal schauen, ob das gut positioniert ist. Was jetzt passieren muss, ist, dass wenn ich das Binding jetzt hier umklappe und ich das Label nach oben klappe, meine Knickkante oben auch so sich quasi genau auch auf der Knickkante des Bindings befindet. Man hat da immer ein bisschen Spiel. Also, ihr könnt ihr das erkennen. Das ist tatsächlich ein kleines Stück weiter nach hinten gerutscht. Ich hätte jetzt auch mein Label noch einen Millimeter weiter überstehen lassen können. Also sollte das passieren und euch stört das, dann macht ihr dann könnt ihr das Ganze wieder einmal auftrennen und dann müsst ihr euer Label hier mit ein bisschen mehr Abstand, also das Ganze ein bisschen weiter überstehen lassen. Wenn ihr das tut, dann ist eure Knickkante ein bisschen weiter vorne, beziehungsweise genau auf der Mitte. Ich finde es tatsächlich eigentlich sogar sehr passend. Jetzt überlege ich, nehme ich es nochmal raus oder nicht, aber nö. Ich glaube, so passt das tatsächlich ganz gut. Ist das der Fall? Dann muss ich jetzt, bevor ich das Label weiter fertig anbringe, einmal das Binding zu Ende annähen. Ich mache das jetzt mal und dann geht es gleich weiter mit den nächsten Schritten. So, das Binding ist jetzt erstmal an der ersten Seite einmal rundherum angenäht. Hier ist mein Label. Bevor wir jetzt die Schere ansetzen, gucken wir noch ein letztes Mal, ob das Ganze auch wirklich passt. Also wir klappen unser Binding um, wir klappen unser Label um. Läuft das hier sauber über die Kante? Ja, das tut's. Wenn das der Fall ist, dann schnappen wir uns jetzt eine Schere. Keine Angst, wir schneiden jetzt hier den Überstand von dem Label ab. Dem Label passiert nichts. Das ist ja hier dann eine Kante, die in der Nahtzugabe verschwindet. Das ist also kein Problem. Wir machen das, damit wir hier nicht zu viel Stoff an der Stelle im Binding haben, damit es nicht knubbelig wird. Dann drehen wir das Ganze einmal um. Und jetzt wird das Label hier erstmal gerade quasi mit dem Binding so hingelegt, ja, und dann wird diese überstehende Kante, dieses überstehende Stückchen vom Label hier umgeklappt. Und dann wird das Label auf die Rückseite geklappt und mit Clips hier befestigt.
was ich an der Stelle noch gerne mache, wenn ihr das zur Hand habt, dann nehmt doch ein Stück Style Fix, nicht Style Fix, Style Fix. Ein kleines Stückchen reicht schon. Eine Kleberschere nehmen. So. Damit könnt ihr quasi diesen ersten Umklappschritt, für diesen Umklappschritt euer Label einmal fixieren, weil dann verrutscht es nicht so schnell beim Zusammennähen. Also einfach hier schön nah an der Außenkante einmal anbringen, das Ganze dann umklappen. Macht es nicht mit zu viel Spannung. Ja, also zieht nicht das Label quasi in die Richtung und klappt es dann um, sondern mit wenig Spannung, vielleicht sogar ein kleines bisschen Spiel, denn wenn ich das jetzt hier umklappe, dann muss ja mein Label den größeren Weg zurücklegen und ich will nicht, dass das hier irgendwie komisch sich spannt oder verzieht. Okay, das Ganze halte ich jetzt einmal mit Klemmerchen fest und das war's. Das war quasi der komplette Prozess, den ihr braucht, um das Ganze einzunähen. Denn der nächste Schritt ist jetzt einfach ganz gleich. Ihr müsst jetzt euer Binding eben einmal komplett drumherum festklippen und dann einfach mit der Hand, mit einem Leiterstich festnähen. So sieht das aus. Wenn ihr an die Stelle des Labels kommt, näht ihr auch das Ganze einfach mit einem Leiterstich fest. Versucht hier möglichst sowohl das Label als auch den Bindingstoff, der ja dahinter ist, ja, mitzunehmen. Das klappt vielleicht nicht bei jedem einzelnen Stich, aber versucht es so gut es geht zu machen. Und dann ist das Ganze fest und ihr seht dann auf eurer Rückseite euren Love-Schriftzug. Wie gesagt, das ist jetzt das Beispiel für 2,25 Inch breites Binding. Nutzt ihr jetzt das klassische 2,5 Inch breite Binding. Dann passiert quasi hier auf der Seite genau das Gleiche. Auf der Rückseite ist es dann so, dass euer Binding hier einfach nochmal weiter in den Quilt reinragt. Und das ist fein. Also der einzige Unterschied ist dann, dass hier weniger Stoff vom Label umgeklappt wird und ihr hier einfach neben dem Schriftzug hier noch mehr Grau seht, noch mehr von dem Label seht. Ansonsten funktioniert das ganz genau gleich. Ja, und was ist jetzt, wenn ihr unbedingt das Love auf der Vorderseite haben wollt? Dann könnt ihr es mit dem Anbringen des Bindings quasi andersrum ausprobieren. Wer meinen Kurs Patchwork und Quilten für Anfänger kennt, weiß, dass das quasi meine Lieblingsmethode für Machine Binding ist. Möchtet ihr das tun, geht ihr alle Schritte genau gleich vor. Aber anstatt das Binding im allerersten Schritt auf der Vorderseite des Quilts festzunähen, näht ihr das Binding auf der Rückseite eures Quilts im ersten Schritt fest. Dann wird umgeklappt, euer Label natürlich dann auch, und so klappt ihr euer Love auf die Vorderseite. Der große Unterschied hier ist, dass ihr dann auf der Vorderseite nicht so ein schmales Stück Binding seht, sondern ein deutlich breiteres Stück. Ihr könnt das Ganze dann aber auch mit der Maschine festnähen. Mit der Maschine heißt, ich suche gerade das Label da. Ihr näht hier knapp kantig von der Seite ausgehend einmal komplett um den Quilt das Ganze fest. Und ihr seht dann hier neben eurem Binding auf der Rückseite allerdings dann in dem Fall, ja, seht ihr eine weitere Naht rund um den Quilt. Das ist jetzt im Schnelldurchlauf erklärt. Wer das nochmal genau sehen will, der findet das in meinem Kurs Patchwork und Quilten für Anfänger. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie ihr den Schriftzug Love quasi auf der Vorderseite sichtbar machen könnt. Ich nähe diesen Quilt jetzt heute Abend auf dem Sofa mit der Hand fest und werde ihn dann die Tage bestimmt auch auf Instagram oder in einem Blogpost euch zeigen. Aber bevor ich das mache, wollte ich euch noch zeigen, wie das Ganze funktioniert, wenn ich mein Label in ein
Schrägband kombinieren oder anbringen möchte. Das Anbringen der Label mit Schrägband oder im Schrägband ist tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe mir hier nochmal ein Label geschnappt. Und zwar, ich habe das jetzt hier übrigens nur an einem Reststück von einem gequilteten Stoff. Werde ich das einmal demonstrieren. Ich habe nämlich leider kein halbfertiges Projekt hier passend dafür liegen. Ihr kauft euer Schrägband ja so. Ich habe hier welches auf der Rolle. Das habe ich vor ewigen Zeiten mal bei Das mache ich nachts gekauft. Bevor ihr jetzt damit loslegt, müsstet ihr euch das ein kleines bisschen vorbereiten. Und zwar klappt ihr das einfach einmal entlang der Mittellinie um und bügelt da einmal kurz drüber, sodass sich hier so eine visuelle Kante ergibt. Und nun muss ich im nächsten Schritt einmal schauen, wie ich denn jetzt genau mein Label positionieren muss. Und zwar lege ich mir dafür erstmal neben der Stelle, wo das Label hinkommen soll, also ich sage mal, mein Label soll jetzt hier hinkommen. Und ich lege mir mein Schrägband hier jetzt einmal aufgeklappt an. Und jetzt lege ich mir daneben an die Stelle, wo das Label soll, mein Label einmal aufgeklappt an. Und jetzt positioniere, ich gucke gerade einmal in die Kamera, ich weiß nicht, ob ihr hier die Knickkante gut sehen könnt. Ich versuche sie nochmal ein bisschen anders zu markieren, damit ihr das auf der Kamera auf jeden Fall ein bisschen besser sehen könnt. Also hier ist meine Knickkante, die ich mir ja mit dem Bügeleisen quasi markiert habe, durchs Bügeln markiert habe. So, und jetzt lege ich mein Label hier daneben quasi hin. Und jetzt muss ich mein Label so anordnen, dass die Knickkante vom Label auf der gleichen Höhe ist wie hier meine Knickkante vom Schrägband. Das Label, wie gesagt, ist hier oben, das Schrägband liegt hier oben an der Kante an. Mein Label nicht unbedingt. Ja? Also ihr seht, das ist jetzt hier so ein bisschen ein Stückchen weiter nach innen geschoben. Habe ich die richtige Stelle gefunden. Also so, nehme ich das Ganze weg. Jetzt stecke ich mir das kurz fest, dass sich das Ganze nicht verschiebt und hefte das Label jetzt einmal temporär hier an der Stelle fest. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Ihr seht, schön nah an die Kante wieder rangehen, damit meine Heftstiche nicht nachher im Label oder im Stoff oder so sichtbar sind. Jetzt schnappe ich mir mein Schrägband, klappe es auf und lege es auf an meine Kante entlang. Und klipse das Ganze, meine Güte, Wortfindungsschwierigkeiten heute. Das klippe ich mir jetzt einmal fest oder stecke mir das fest mit Nadeln oder wie auch immer. So, und jetzt, wie das bei Schrägband üblich ist, nähe ich entlang dieser Knickkante das Schrägband einmal an. So sieht das Ganze angenäht aus. Und jetzt ist der Schritt sehr ähnlich wie beim Binding. Ich klappe jetzt einmal hier um und dann klappe ich auch mein Label um und schaue, ob meine Knickkante auch wirklich hier auf der Knickkante vom Binding ist. Das hat ganz wunderbar funktioniert. Ich drehe das Ganze um. Und jetzt mache ich das auch wieder wie beim Quilt Binding. Ich muss jetzt einmal hier das Label nach innen umklappen. Hier einmal, ich befestige das jetzt wieder temporär hier mit meinem Style Fix. Das habe ich jetzt nicht geschickt gemacht, ne? Besser. Natürlich hätte ich das erst draufkleben müssen und dann erst meinen Sticker abziehen müssen. Da habe ich nicht nachgedacht. So, das ist temporär fixiert. Jetzt kann ich mein Schrägband umklappen und mit Klemmerchen hier markieren und dann wird das Ganze per Hand angenäht. Kann ich das Ganze auch mit der Maschine annähen? Ja, das geht.
wenn euch nicht stört, dass hier eure Naht doch relativ nah an eurem Schriftzug entlang läuft. Bei etwas breiterem Binding habt ihr das Problem nicht, oder Schrägband meine ich, da habt ihr dann noch ein bisschen mehr Platz. Aber hier kann es doch ja auch mal sein, dass die Naht doch relativ nah an den Buchstaben entlang läuft. Wenn euch das nicht stört, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch mit der Maschine anbringen. Wie ihr hier sehen könnt, ist bei dem Schrägband die Breite des Labels, das zu sehen ist, auf Vorder- und Rückseite gleich. Das heißt, nutzt ihr nun das Label mit Schrägband, dann könnt ihr auch das Ganze andersrum anbringen und so anbringen, dass hier auf der Vorderseite der Schriftzug zu sehen ist. Also noch so als kleinen Hinweis. Und noch ein kleiner Disclaimer oder schneller Disclaimer. Das funktioniert natürlich nur, also das Anbringen an Schrägband, nur auf geraden Strecken. Sobald ihr Schrägband hier in der Kurve anlegt, da könnt ihr dann das Label nicht mit unterbringen, weil sich das ist ja nicht im schrägen Fadenverlauf gewebt und das wird sich nicht gut um die Kurve legen. So, das waren jetzt die unterschiedlichen Methoden, wie ihr da die neuen Love Label in Binding oder Schrägband anbringen könnt. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze nutzen werdet. Schreibt mir doch gerne, postet ein Bild, hinterlasst Kommentare und erzählt mir, wie ihr die Idee findet. Wie immer gilt natürlich, liken, folgen und so weiter. Ihr kennt das Spielchen. Und ja, bin gespannt, was ihr aus den Labeln macht. Bis dann.